Achterbahn-Action ohne Ende oder doch lieber der perfekte Familientag? Wenn du dieses Jahr ins Plopsaland Deutschland möchtest, stellst du dir wahrscheinlich genau diese Frage. Reicht eine normale Tageskarte oder lohnt sich einer der Jahrespässe? Genau hier wird es kompliziert. Es gibt nämlich nicht nur einen Jahrespass, sondern gleich 3 verschiedene Varianten. Den Pass Light, den Plopsaland Deutschland Pass und sogar den Plopsa Pass Europe Premium. Aber welcher lohnt sich wirklich und vor allem für wen? Heute rechnen wir alles ganz genau durch. Wir vergleichen die Preise, schauen uns alle Vorteile an und berechnen, ab wann sich welcher Pass wirklich bezahlt macht. Also schnallt euch an, Arme nach oben, los geht's! Hallo, ein Jahr ist es her, dass ich meinen Kanal hier auf YouTube gestartet habe, also ein Jahr Geburtstag vom Coasterhasen. Juhu! Und das musste ich natürlich jetzt machen nach dem Jahr. Ich brauchte eine neue Jahreskarte vom Plopsaland Deutschland, damit ihr auch immer auf dem neuesten Stand natürlich bleibt. Also habe ich mir die Jahreskarte geholt vom Plopsaland Deutschland. Moment. Holiday Park? Ist ja schon eine Weile her, ne? Juni letztes Jahr war das Jahr, als er umbenannt wurde. Aber okay, Nostalgiewert würde ich mal sagen. Aber ihr wisst ja, es heißt ja Plopsaland Deutschland und nicht mehr Holiday Park, aber im Herzen bleibt es Holiday Park. Genau, worum es in diesem Video geht, abgesehen von meinem Kanalgeburtstag, ist die Jahreskarte. Für wen lohnt sie sich, was kostet sie und für wen sie sich rentiert. Also bleibt dran und ich erkläre dir alles genau in diesem Video. Hier aus dem Plopsaland Deutschland. Anreise und Parken. Bevor wir überhaupt den Park betreten, entstehen bereits die ersten Kosten. Wer mit dem Auto anreist, sollte nämlich auch die Fahrtkosten berücksichtigen. Wir rechnen wieder ganz realistisch mit einer Kilometerpauschale von 35 Cent. Bei einer Beispielstrecke von 20 Kilometern ergibt es 20 Kilometer mal 35 Cent mal 2 für Hin- und Rückfahrt macht insgesamt 14 Euro Fahrtkosten. Dazu kommen noch 10 Euro Parkgebühren, damit liegen wir bei 24 Euro Anreise- und Parkkosten, wenn ihr alleine unterwegs seid. Fahrt ihr zu zweit oder als Familie, könnt ihr euch die Kosten natürlich teilen und spart dadurch sofort Geld. Die Tageskarte. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Eintritt. Wer seinen Besuchstag bereits beim Kauf festlegt, bekommt die günstigen Tickets schon ab 36 Euro. Das ist für die meisten Besucher die beste Wahl. Wer lieber flexibel bleiben möchte und den Park an einem beliebigen Tag besuchen will, zahlt 58 Euro. Für Familien gibt es außerdem spezielle Familientickets. 3 Personen zahlen 139 Euro, 4 Personen 179, 5 Personen 219 und 6 Personen 259 Euro. Gerade für größere Familien kann sich das also durchaus lohnen. Der erste ist der Plopsaland Deutschland Pass Light. Dieser kostet 120 Euro. Damit könnt ihr den Park ein ganzes Jahr lang besuchen. Allerdings gibt es hier bis zu 35 Ausschlusstage. Das bedeutet, gerade an besonders beliebten Tagen oder in bestimmten Ferienzeiten kann der Pass gesperrt sein, zum Beispiel die Halloween Horror Nights. Wenn euch das nicht stört und ihr eher außerhalb der Hauptsaison kommt, kann das bereits eine interessante Lösung sein. Der normale Plopsaland Deutschland Pass kostet 150 Euro. Dafür könnt ihr den Park an allen Öffnungstagen besuchen. Zusätzlich bekommt ihr viele weitere Vorteile. Zum Beispiel 10% Rabatt auf Souvenirs, 10% Rabatt im Restaurant Pfalzgraf, 25% Rabatt auf Tickets für bis zu 2 Begleitpersonen, 50% Rabatt in anderen Plopsa-Parks und zusätzlich bekommt ihr auch Rabatte bei über 70 Freizeitpartnern. Das können Freizeitparks sein, Kinos, Museen, Aquarien. Das findet ihr immer auf der Plopsaland-Seite, wer da mitmacht und wer dazugehört und wer euch auch diese Rabatte bietet. Allein diese Zusatzleistungen können den Preisunterschied zum Light Pass für viele Besucher schon rechtfertigen.
Kommen wir zur größten Variante, dem Blobster Pass Europe Premium. Dieser kostet 235 €. Dafür bekommt ihr nicht nur unbegrenzten Eintritt ins Blobsterland Deutschland, sondern auch in alle anderen Blobster Parks und Wasserparks. Außerdem ist das Parkplatzabo bereits enthalten. Ihr spart zusätzlich 5 € beim Expresspass und natürlich sind auch alle Vorteile des normalen Blobsterland Passes mit dabei und enthalten. Wer also mehrere Blobster Parks besuchen möchte, für den kann sich dieser Pass überraschend schnell lohnen. Wann lohnt sich welcher Pass? Jetzt rechnen wir mal nach. Die günstigste Tageskarte kostet 36 €. Der Pass Lite kostet 120 €. Also 120 geteilt durch 36 € ergibt ca. 3,3 Besuche. Das bedeutet, ab dem 4. Besuch ist der Pass Lite günstiger, als jedes Mal eine Tageskarte zu kaufen. Der normale Blobsterland Pass kostet 150 €. 150 € geteilt durch 36 € ergibt rund 4,2 Besuche. Bedeutet, ab dem 5. Besuch lohnt sich der normale Blobsterland Pass. Beim Europe Premium Pass für 235 € liegt der reine Break-Even bei ungefähr 7 Besuchen. Allerdings müsst ihr hier unbedingt die zusätzlichen Vorteile berücksichtigen. Allein der Parkplatz kostet normalerweise 10 € pro Besuch. Wenn ihr also beispielsweise 10 Mal im Jahr kommt, spart ihr allein dadurch bereits 100 €. Besucht ihr zusätzlich noch andere Blobster Parks, rechnet sich dieser Pass sogar noch schneller. Wer allerdings die anderen Blobster Parks nicht besuchen möchte und nur das Blobsterland Deutschland in Hasloch, der kann sich natürlich auch das Parkticket für das Jahr separat kaufen. Und zwar kostet dieses 70 € für ein Jahr Parken am Blobsterland Deutschland. Was kostet eigentlich eine Attraktion? Schauen wir uns das Ganze einmal etwas genauer an. Im Blobsterland Deutschland gibt es ungefähr 22 Attraktionen, die Erwachsene fahren können. Teilen wir den Eindruck durch diese 22 Attraktionen, ergibt sich folgendes Bild. Mit der günstigsten Tageskarte kostet euch jede Attraktion theoretisch etwa 1,64 €, wenn ihr jede Attraktion einmal fahrt. Beim Flex-Ticket wären es bereits rund 2,64 € pro Attraktion. Beim normalen Blobsterland Pass sieht das Ganze zunächst etwas teurer aus. Bei nur einem Besuch zahlt ihr rechnerisch 6,82 € pro Attraktion. Aber genau hier liegen die großen Unterschiede. Je häufiger ihr den Park besucht, desto günstiger wird jede einzelne Fahrt. Nach 5 Besuchen kostet euch der Eintritt pro Besuch nur noch 30 €. Das sind gerade einmal 1,36 € pro Attraktion. Damit ist der Jahrespass pro Fahrt sogar günstiger als die günstigste Tageskarte. Essen und Getränke. Natürlich gehören zu einem Freizeitparkbesuch auch Essen und Getränke. Je nachdem, was ihr essen möchtet, solltet ihr ungefähr 20 bis 30 € pro Person einplanen. Mit dem normalen Blobsterland Pass und dem Europe Premium Pass bekommt ihr noch 10% Rabatt im Restaurant Pfalzgraf. Auch das spart auf Dauer einiges. Spartipps. Hier noch 3 Tipps, mit denen ihr richtig Geld sparen könnt. Erstens. Kauft eure Tickets möglichst früh online, dann bekommt ihr den günstigsten Preis. Zweitens. Bildet Fahrgemeinschaften, so könnt ihr euch sowohl die Spritkosten als auch die Parkgebühren teilen. Drittens. Wenn ihr plant, mehrmals im Jahr ins Blobsterland Deutschland zu kommen, rechnet vorher genau nach. Viele Besucher kaufen jedes Mal eine Tageskarte, obwohl sie einen Jahrespass längst rechnen würde. Also nun zum Fazit. Für wen kann sich die Jahreskarte rentieren? Es kommt drauf an, wenn du hier in der Nähe wohnst, im Umkreis von 50 Kilometer sagen wir mal, dann kann die Jahreskarte schon lohnenswert sein. Wenn du aber weiter weg herkommst und hier so 1-2 Mal im Jahr herkommst, dann ist die Jahreskarte wohl eher nichts für dich. Dann lohnt sich die normale Tageskarte. Wie gesagt, es hängt davon ab, wie oft du diesen Park besuchen möchtest, wie oft du herkommen möchtest. Wie gesagt, ich wohne im Umkreis, das ist mein Homepark. Deswegen mal so für 2-3 Stunden bin ich mal hier locker ein bisschen spazieren gelaufen und ein bisschen Achterbahn gefahren. Deswegen, es hängt davon ab, wie du eben die Jahreskarte nutzen möchtest, ob du sie nutzen möchtest oder ob das Tagesticket vielleicht eher Sinn macht. Das muss man immer selber im individuellen Fall entscheiden. Welche Eintrittswände lohnt sich also für wen?
Wenn ihr den Park nur einmal im Jahr besuchen möchtet, reicht ganz klar die normale Tageskarte. Plant ihr ungefähr 4 Besuche, dann wird der Pass Lite interessant. Wenn ihr 5-mal oder häufiger kommen möchtet, würde ich persönlich direkt den normalen Plopsaland Deutschland Pass wählen. Denn ihr habt keine Sperrtage, bekommt Rabatt auf Essen und Souvenirs. Eure Begleitpersonen sparen ebenfalls Geld und ihr profitiert zusätzlich in anderen Plopsa-Parks. Der europäische Premium Pass richtet sich vor allem an echte Freizeitpark-Fans. Wenn ihr mehrere Plopsa-Parks besucht oder regelmäßig hier seid, kann dieser Pass trotz des höheren Preises langfristig sogar die günstigste Lösung sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da. Du weißt, meinen Kanal gerne abonnieren oder auch kommentieren. Und wenn du wissen willst, ob dein Kind hier die ganze Attraktion überhaupt fahren darf, dann guck jetzt das nächste Video. Da geht es nämlich um die Größenbeschränkungen hier im Plopsaland Deutschland, damit du weißt, was dein Kind überhaupt hier alles fahren darf. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Drop. Macht's gut. Ciao. Jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung. Habt ihr bereits einen Plopsa-Pass oder reicht euch die normale Tageskarte vollkommen aus? Schreibt es mir gerne unten unbedingt in die Kommentare. Wenn euch dieser Vergleich geholfen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Freizeitpark-Vergleiche mehr verpasst.